On October 5, 2013, Ukrainian Wladimir Klitschko put in place not only the impudent Russian boxer Alexander Povetkin, but his entire team, winning and remaining the world heavyweight champion in 4 versions and the Ring magazine. Today, I propose to remember how it all happened. In modern boxing, fights are constantly postponed, and there are a number of reasons for this. With luck, the fight can be postponed for several months, in the worst case for a year or 2, and sometimes the fight may not take place at all. The story of the confrontation between Klitschko and Povetkin lasted almost 6 years. There have been several attempts to organize a meeting between Vladimir Klitschko and Alexander Povetkin in recent years, but failed to reach an agreement. According to preliminary agreements, Vladimir Klitschko received $17 million for this fight and Povetkin about $6 million. In the heavyweight division of professional boxing in recent years, an unspoken hierarchy has formed. The Klitschko brothers dominate here, followed by several boxers who are unable to overcome the peak occupied by Vitaly and Vladimir. Even the championship belt owned by Povetkin, he managed to get only after the WBA recognized Vladimir Klitschko as a super champion and fought for the vacant title of a simple champion between Russian and Uzbek Ruslan Shagiyev. Since 2005, the Olympic champion of Athens Alexander Povetkin has had 26 fights in the professional ring. All of them were victorious, with 18 ending in a knockout. The track record of Vladimir Klitschko was even more impressive: 63 fights, 60 victories, 52 of which were by knockout, and only 3 defeats. Before the fight, experts pointed to the advantage of Vladimir Klitschko in height, weight, arm span, and the percentage of knockouts in previous fights. At the weigh-in, Alexander Povetkin was 7 kilograms lighter than Vladimir Klitschko. In addition, Klitschko is 10 centimeters taller. However, Klitschko himself did not prepare for an easy fight. On October 5th, we will see Povetkin as we have never seen him before, he told reporters the day before. Before the fight, the team of Alexander Povetkin received the controversial boxer Derek Chisora. In 2012, he fought Vitaly Klitschko and lost the fight. Many of you probably remember his boorish behavior at the weigh-in. Chisora slapped Vitaly in the face, and before the fight he spat in the face of Vladimir. This fight was called the main heavyweight fight in modern boxing. Throughout the fight, viewers of the television broadcast heard distinct and loud screams. An unknown man tirelessly gave advice to Povetkin and insulted Klitschko. Sometimes the advisor even drowned out the commentator. According to the majority of eyewitnesses, the brother of Alexander Povetkin, Vladimir, was the screamer. He allowed himself unacceptable attacks on Vladimir. Although in other respects, why are we surprised after the recent Russian invasion of Ukraine? He shouted, "Kick the rooster, beat his hands, Sasha, punish him." Nevertheless, Vladimir Klitschko, despite his blatant disrespect and insult during the fight, professionally fulfilled the game plan. Instruktionen. 47 Jahre leitet hier, muss man ja sagen, seinen 101 der Welt, und der hier will das ändern, Alexander Povetkin. Gesetzt. The duel began with mutual attacks and blows of boxers. Zu erreichen, weiter zu schlagen. Klitschko will dann halten. Und da braucht Povetkin eine gute Taktik. Gute Schläge und vielleicht eben die
Ja, versucht zum Körper. Das ist eine gute Idee von Povetkin. Körper treffen kann zum Kopf hinterher nachziehen. Ja, auch der Versuch mit der Überfallart in der ersten Runde gut. Und die Führung. Ja, da ist sie. Der gute Jab von Klitschko. Schön wieder die Führhand. Wieder überfallartig die rechte, dann die linke hinterher. Gute Aktion vom Herausforderer Sascha Povetkin. Da muss er sich bewegen, da muss er weggehen. Und die Antwort folgt sofort. In den letzten Sekunden wieder die linke. Starker Treffer von Klitschko. Aber nur zu Boden geschubst, da wird er nicht angezählt. Sehr viel wird investieren müssen. Wie wir da gesehen haben, ist das dann Runterdrücken von Klitschko, also oder ist das Abducken von Povetkin? Da wird Luis Pabon eben auch entscheiden, ob es dafür eine Ermahnung gibt oder vielleicht im Spiel. Ja, wild. Wie man ihn selten sieht. Ja, dreht sich weg und dann... Already in the second round, Wladimir Klitschko seized the initiative and managed to knock down his opponent. Haken an die Schläfen und Povetkin zu Boden in dieser zweiten Runde. Hier einmal einen Augenblick der linke Haken. Stacey McKinley an die Adresse von Povetkin. Die Kontrolle übers Bein verloren, muss der kurz zu Boden, er wird wieder klar. Ja, noch sehr deckenlos in so einer Situation und nebenher darf man eben auch das Fighten nicht vergessen, aber das tut er. Aufnahme aufs Brustbein, dann ist auch der Weg für die Rechte nicht zu weit, dann kann ich was probieren. Für den Außenseiter. Mit wilder Entschlossenheit geht er da nach vorne. But in the middle of the meeting, Alexander Povetkin, with the huge support of the stands, managed to level the course of the fight and delivered several blows to Klitschko. Da beginnt hier ein Tennisturnier und da ist eine Hälfte der Arena. Der eine andere nimmt das dankend an, dreht sich weg. Ja, man sieht, wie schwer das ist mit diesen langen Armen, die ihm der Wladimir Klitschko da immer so entgegenstellen, solange die Arme frei sind, also solange man theoretisch schlagen könnte. Nimmt Maß für die Rechte. Sekunden. Nochmal durchgekommen zu schlagen, zumindest nicht mit dem ersten Schlag. Immer über den Körper ran an den Mann. Hier mal die Rechte, gut gemacht. Der fightet noch. Der ist noch lange nicht am Boden. Wenn ich 11 Runden verloren habe, werde ich in der 12. nochmal alles geben. Soweit ist es noch nicht. 11 Runden hat er noch nicht verloren. So könnte das sein. Aber er muss jetzt nicht mitrechnen. Klitschko fällt da mit der rechten Hinterhand. Er konnte nicht weg, weil da Luis Pabon ein bisschen im Ring stand, hat sich trotzdem Povetkin gefährlich machen und auch gefährlich bleiben lassen. Und immer wieder diese Szene. Weil er dann auch offen ist und das sind die Momente, auf die Povetkin natürlich wartet. Von ihm ab, nur links. Entweder der Haken oder der Jab mal wieder steht. Wenn Povetkin weiß, so komme ich ja nicht ran, ich muss irgendwas tun, wird es immer schwerer, weil der Weg immer länger wird. Gegen Marco Huck, dass er da ein bisschen parteiisch war, beziehungsweise eine Schwellung. Das wird ihn behindern. Problematisch ist es dann. Zehner bei Klitschko und viele Neuner und ein Achter bei Povetkin. So viel kann ich jeden
verraten wir. Da kriegt er Gegenser aus den USA. Feldmann. Philipp aus Belgien. Sie gebrauchen. By the 7th round, Klitschko regained his absolute advantage and with the help of a series of powerful blows knocked down the Russian Vityaz 3 more times. After that, Alexander Povetkin developed a large hematoma under his right eye. Ruhiger. Und die rechte nochmal. Oh, da war er kurz davor nochmal zu Boden zu gehen. Aber er versucht sich auf den Beinen zu halten. Klitschko schlägt nochmal die linke und versucht ihn herbeizuführen. Er trifft ihn und Povetkin nochmal am Boden zum zweiten Mal in diesem. Er ist da dran geblieben, hat nicht locker gelassen. Wladimir Klitschko kann sich nicht darauf verlassen, dass der nächste Niederschlag reichen würde. Die linke war wieder drin. Povetkin kann sich nicht verteidigen. Versucht. Und Klitschko nimmt Maß. Und die Reflexe sind weg bei Povetkin. Was macht Pabon? Er zählt ihn an. Ich hatte schon gedacht, er nimmt ihn vielleicht raus. Für Povetkin. Die maximale Negativscore, die man da sozusagen erreichen kann. Luis Pabon mehr zeigen könnte, vielleicht mehr zeigen muss. Jetzt steht er immer da, ohne zu schlagen. Also denkt sich Klitschko, dann schlag ich halt und dann macht Verhältnisse momentan bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Regentschaft. By the 11th round, Klitschko retained the advantage, but he also had a bruise under his right eye. Der wackelt, der will unbedingt noch weitermachen, dem einen oder anderen Boxer ausreichend sein. Wieder die linke. Und das ist Hoppala. Hoppala, weggerutscht und schon stolperte Klitschko oder wurde er getroffen. Da war ein Treffer oben an der Schläfe gerade. Jetzt da vorne auf die Füßchen und dann ist natürlich schwer wegzukommen. Wieder die Vorhand. After a series of accurate blows from the Ukrainian, Povetkin could barely stand on his feet. Klitschko pushed him to the floor, for which the judge removed a penalty point from the Ukrainian boxer. Zu ziehen, so wie es Luis Pabon. Wladimir Klitschko ist Super-Champion der WBA, aber auch alle anderen Weltmeister, auch bei der WBA, bei der World Boxing Association. Nicht mehr den Platz, sondern nur noch Klitschko oder nur noch Povetkin, je nachdem. Nochmal ein Treffer zum Ende. Shake Hands vor dieser 12. Runde. Sehr gelöst am Handschuh von Alexander Povetkin. Da wird es gleich eine kleine Verschnaufpause. Was wird Klitschko hier noch investieren? Was wird er versuchen? Er sollte, wird er Junior den besten Boxer der Welt. Wladimir Klitschko erhält 75% davon. In the decisive 12th round, Vladimir Klitschko delivered a few more blows to the opponent and he again fell to the canvas. But there was no knockdown. Als Klitschko sich ein bisschen wegdrehte. Das zeigt der landet den letzten Treffer. Povetkin survived all 12 rounds of the fight, but missed a lot of heavy blows from Klitschko. As a result, all 3 judges scored this fight 119-104 in favor of Vladimir Klitschko. Klitschko, after the fight, he thanked the audience for their support, and Povetkin admitted that the enemy was stronger. But there was no talk of the boorish behavior of his corner and an apology.